Frag 10 verschiedene Bro-Scientists und du bekommst wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten auf die Frage, steigern kalte Duschen Testosteron? Du findest Artikel online, die kalte Duschen als komplett unnötig darstellen, und auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die aus ihnen einen kultähnlichen Ritus machen. Ich für meinen Teil bin definitiv eher im zweiten Lager zu verordnen, aber für dieses Video versuche ich mal die pseudowissenschaftlichen Vorteile zurückzuhalten und wir wollen uns stattdessen die Fakten anschauen. Wir werfen einen Blick auf die Wissenschaft hinter kalten Duschen und du wirst sehen, wie sie dir helfen, deine Energie zu steigern, deine Stimmung zu verbessern, dein Immunsystem zu stärken, felsenfeste Disziplin zu formen und potenziell Testosteron zu steigern. Los geht's! Wenn wir uns die lange Geschichte des Homo sapiens anschauen, können wir feststellen, dass heiße Duschen ein sehr neues Phänomen sind. Über 150.000 Jahre haben wir als Jäger und Sammler gelebt und die portable Dusche war da noch nicht erfunden. Bäder in kalten Flüssen und Seen standen auf der Tagesordnung. Für die längste Zeit der menschlichen Geschichte war heißes Wasser also Luxus. Doch auch nach der Erfindung von beheizten Bädern blieb die Faszination der Hydrotherapie, dem Baden in kaltem Wasser. Hippokrates, der Erfinder der Medizin, verschrieb kalte Bäder als Therapie für zahlreiche Erkrankungen. Aber auch in China, Russland und Japan waren sie seit jeher tradiertes Mittel zur spirituellen Reinigung und medizinischen Prävention. Dozens of Japanese pour ice-cold water over themselves in a traditional soul purification ceremony at a Tokyo shrine to wish for good luck in 2009. Die Hydrotherapie der Moderne geht auf Vinzenz Priesnitz zurück, der sich erst selbst damit heilte und anschließend eine Fangemeinde um sich scharte, die auch in den Genuss seiner neuen Methodik kommen wollte. Gerade erleben kalte Duschen wieder ihr Comeback und Peak-Performer, Athleten und sonstige Verrückte stürzen sich gleichermaßen wieder ins kalte Nass. Legen wir das mal 3 Tage in die Eistonne und dann analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Die Frage ist natürlich jetzt, warum? Was sind die Vorteile der kalten Dusche und was hat das jetzt alles mit Testosteron zu tun? Kurz und knapp, kalte Duschen werden deinen Testosteronspiegel nicht von jetzt auf gleich signifikant steigern. Aber indirekt und langfristig können sie sich durchaus sehr positiv auf deine Werte auswirken. Das hat folgenden einfachen Grund. Durch das kalte Wasser werden die Hoden abgekühlt. Wie du mittlerweile weißt, werden rund 95% des Testosterons dort produziert und es hat einen Grund, warum die Evolution sich dazu entschieden hat, sie außerhalb des Körpers zu lagern, trotz des höheren Risikos, dem sie dadurch ausgesetzt sind. Und das ist eben dass die Hoden einige Grad kühler sein müssen als der Rest des Körpers, um optimal zu funktionieren. Heute ist das allerdings erstaunlich schwierig geworden. Den ganzen Tag sitzen wir in beheizten Räumen, die Hosen werden immer enger und mindestens ein Smartphone ist immer in der Hosentasche direkt nebenan. Schon 15 Minuten, denen die Hoden erhöhter Hitze ausgesetzt sind, führen zu einem drastischen Absinken des Testosterons. Eine kalte Dusche kann ihr innerhalb weniger Minuten Abhilfe schaffen und bringt deine Testosteronproduzenten sprichwörtlich wieder auf Betriebstemperatur. Daneben warten aber noch eine ganze Reihe anderer Vorteile, die sich zumindest indirekt auf deinen Testosteronspiegel auswirken. Zum einen bekämpfen kalte Duschen Entzündungen. Entzündungen sind ein biologischer Prozess, bei dem beschädigte Zellen repariert werden sollen. Es gibt eine Art gesunden Stress, wie zum Beispiel hartes Training, der dann das Signal gibt, die Muskeln wachsen zu lassen. Oder, wenn du dich verletzt, sorgt die Entzündung dafür, dass die kaputten Zellen beseitigt werden. Das Problem ist, dass wir heutzutage keine gesunde Beziehung zu Stress haben. Wir haben zu viel schlechten Stress in Anführungszeichen und zu wenig guten, den Eustress. Das Ergebnis davon sind chronische Entzündungen. Chronische Entzündungen sind die Hauptursache hinter der Alterung. Eine Studie zeigte, dass der Biomarker für chronische Entzündungen der entscheidende Faktor ist, der Überleben und kognitive Funktionen voraussagt über alle Altersklassen hinweg. Außerdem senken sie den Testosteronspiegel. Kalte Duschen helfen dir, chronische Entzündungen zu reduzieren. Außerdem fördern sie deine Ausgeglichenheit. Du lässt dich nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen, da du wortwörtlich abhärtest und lernst, mit Stress umzugehen. Und das ist sogar wissenschaftlich belegt. Kalte Duschen bedeuten Stress für deinen Körper. Mit der Zeit gewöhnst du deinen Körper allerdings daran und du wirst in der Lage sein, auch in den unruhigsten Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. In seinem Blog The Art of Manliness nennt Brad die nicht umsonst die James Bond Dusche. Sie trainiert dich, ebenso entspannt zu sein im Angesicht der Gefahr wie 007. Kalte Duschen bekämpfen außerdem Depressionen. Eine Stunde in kaltem Wasser konnte in einer Studie Dopamin um 250% steigern und das Glückshormon Norepinephrin um 530%. Zusammen sorgen sie dafür, dass Energie, Laune und Fokus nach oben schießen. Außerdem stärken kalte Duschen dein Immunsystem. In einer Studie wurden 3018 Teilnehmer zwischen 18 und 65 Jahren in 4 Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe sollte jeden Tag 30 Sekunden kalt duschen, die zweite 60, die dritte 90 Sekunden,
und die vierte war die Warmduscher-Kontrollgruppe. Der Zeitraum erstreckte sich über 30 Tage. Die Teilnehmer, die nach diesen 30 Tagen kalt duschten, konnten ihre krankheitsbedingte Abwesenheit von der Arbeit um 29% reduzieren. Männer, die im Winter baden gehen, reduzieren außerdem ihre Anfälligkeit für Erkrankungen der Atemwege um 40%. Kalte Duschen verbessern das Immunsystem, indem sie die Menge an weißen Blutkörperchen erhöhen. Dann kommen wir wohl zu dem berühmtesten Vorteil, und das ist, dass kalte Duschen Fett verbrennen. Der Mechanismus dahinter ist die sogenannte Thermogenese. Dabei erzeugt dein Körper Hitze, um sich gegen Kälte im Außen zu schützen. Das passiert durch zwei Methoden. Zum einen Zittern. Dabei wird der Energiestoffwechsel beschleunigt und deine Muskeln beginnen zu zucken, um den Körper aufzuwärmen. Aber die zweite Variante ist noch effektiver und die findet im Fettgewebe deines Körpers statt. Kalte Duschen aktivieren gewissermaßen das braune Fettgewebe. Das gute braune Fett und das kann ja gegen das böse weiße Fett ankämpfen, wenn es denn aktiv arbeitet. Und das klingt ja nach einer Ideallösung, um Kilos schonend purzeln zu lassen. Wie schätzen Sie das ein? Wie schwierig ist es, dieses braune Fett zu aktivieren? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Braunes Fettgewebe enthält im Gegensatz zu weißem Fettgewebe viele Mitochondrien. Das sind kleine Kraftwerke auf Zellebene und die verbrennen Fettsäuren und Glucose, um Wärme zu gewinnen. Dabei wird nicht nur überschüssiges Körperfett als Brennstoff benutzt, sondern Kältetherapie wandelt zusätzlich weißes Fettgewebe in braunes um, dadurch, dass sich die Dichte der Mitochondrien erhöht. Natürlich muss dazu gesagt werden, dass Studien oft lange Auseinandersetzungen mit Kälte untersuchen, um aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Deshalb ist es schwer zu sagen, ob 5 Minuten unter einer kalten Dusche sich tatsächlich signifikant auf die Fettverbrennung auswirken. Beispielsweise konnte eine Gruppe junger Männer ihr braunes Fettgewebe um 37% steigern, indem sie für 10 Tage jeden Tag 6 Stunden an der Luft mit einer Temperatur von 15 bis 16 Grad Celsius verbrachten. Eine Stunde in 20 Grad kaltem Wasser erhöhte die Stoffwechselrate außerdem um 93%. Es kommt also darauf an, wie lange du unter kaltem Wasser bist und wie kalt das Wasser tatsächlich ist. Aber selbst wenn kalte Duschen keine signifikanten Gesundheitsvorteile hätten, lohnen sie sich trotzdem und bleiben auf jeden Fall fester Bestandteil meiner Routine. Und das liegt daran, dass sie der einfachste und wohl auch effektivste Weg sind, den Willenskraftmuskel zu trainieren. Wir haben alle einen natürlichen Widerstand dagegen, Dinge zu tun, die uns unangenehm sind. Wir sind gewissermaßen von Natur aus faul und bequem. Und ich will jetzt nicht Tony Robbins spielen, aber das führt auch dazu, dass wir uns in unserem bequemen Leben einrichten und uns nicht mehr weiterentwickeln. All of you here are capable of greatness. Yay! But some will never achieve it. Oh no! You, sir, come out here. Essen gibt's auf Bestellung, sozialen Kontakt gibt's per Kurznachricht und Sex gibt's, wenn auch nur in digitaler Form, per Mausklick. Wir müssen uns für nichts mehr anstrengen und unsere Willenskraft verkümmert dadurch. So wird es schwieriger und schwieriger für uns aufzurappeln und etwas zu tun, das uns langfristig glücklich macht und eben nicht nur die kurze, schnelle Belohnung bringt. Kalte Duschen sind eine perfekte Methode, um daraus auszubrechen. Sie sind das optimale Workout für deinen Willenskraftmuskel. Wenn du jeden Morgen etwas tust, gegen das sich dein ganzer Körper sträubt, stellst du deine Willenskraft. Und das wirkt sich dann eben positiv auf dein ganzes Leben aus. Denn du trainierst Dinge zu tun, auch wenn sie dir unangenehm sind. Denn die schnelle Belohnung ist zwar verfügbar, indem du nur kurz den Temperaturregler umschwenkst, aber du entscheidest dich in der Situation trotzdem kalt zu duschen. Und das trainiert deine Willenskraft massiv. Du lernst Belohnungen aufzuschieben, um langfristig etwas zu erreichen. Also die perfekte Metapher fürs Leben. Kommen wir zur Praxis. Vielleicht bist du jetzt top motiviert, direkt morgen unter die kalte Dusche zu springen. Aber es lohnt sich langsam anzufangen. Denn die von 0 auf 100 Methode funktioniert selten dadurch, dass die Überwindung sehr groß ist. Probiere stattdessen, dich langsam zu steigern. In der ersten Woche kannst du beispielsweise damit anfangen, erst warm zu duschen und dann die Dusche für die letzten 30 Sekunden auf kalt zu stellen. In der zweiten Woche startest du mit 30 Sekunden kalter Dusche, machst anschließend warm weiter und für die letzten 30 Sekunden duschst du wieder kalt. In der dritten Woche dehnst du die Zeit unter kaltem Wasser am Ende deiner Dusche weiter aus. Und zwar bis zu 2 Minuten. In der vierten Woche startest du dann mit 1 Minute unter kaltem Wasser und machst den Rest wie vorher. In der 5. Woche ist dann das Ziel, insgesamt 5 Minuten unter kaltem Wasser zu verbringen. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass die Reaktion deines Körpers wahrscheinlich sehr stark sein wird, wenn du bis jetzt immer warm geduscht hast. Fokussiere dich dann auf deinen Atem und achte darauf, nicht zu sehr zu hyperventilieren. Also, zusammenfassend, kalte Duschen werden wohl nicht dramatisch deinen Testosteronspiegel steigern, aber die indirekten Auswirkungen, die sie auf dein Leben haben, bergen durchaus lebensveränderndes Potenzial und wirken sich eben dann wiederum auch positiv auf dein Testosteron aus. Probiere es aus und schau für dich selbst. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.